Der große Sunlight-Vergleich im Oktober 2020. Am 30. Oktober filmen wir jetzt den T67 und gefilmt haben wir schon den A68, den A72 als Alkoven und dran kommen noch, ja, diesmal der T67. Grüß dich Marlene, hallo. Dann natürlich der V66 in der Adventure Edition, der T58 und last but not least mit ganz viel Herbstblättern bedeckt ein Detlefs T7057 DBM Trend als Vergleich. Und auch nur deswegen, weil er hier auch in der Reihe stand. Da ist die Marlene. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und alle sind verschieden. T67 sieht so von vorne aus. Der Alkoven rechts daneben, der hier aufbaut. Und hier habe ich so die typische Wohnmobilsituation, allerdings mit Hubbett. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und das sind die technischen Daten von dem Fahrzeug. Der Preis, wie es hier steht, 7,35 Meter Länge, sind 59.067 €. Und der hat schon ein bisschen Sonderausstattung mit dabei. All das können Sie zu Hause denn nachlesen. Ja, Höhe 2,90, Breite 2,32 Meter, ein 3,5 Tonnen Modell und die Zuladung 517 Kilogramm. Kommen wir zu mir, Marlene. Es herbstet langsam. Nicht nur langsam, sehr sogar. Ja, und das hier sind Fahrzeuge, die, ich sag mal, auch im Winter benutzbar sind. Allerdings muss man dann die Abwassertanks beheizen, denn sie haben keinen Doppelboden. Also das, was wir schon mal gesehen haben mit dem zweiten Boden, wo du durchladen kannst und so, das ist hier nicht da. Aber dafür sind sie wesentlich günstiger, 60.000 € für so ein Fahrzeug, was du denn später auch wirklich toll verkaufen kannst. Und ja, der T67, den werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir können ja mal schon mal so ein bisschen reinlunzen, drin ist. Ja, da oben ist das Hubbett drin. So viel kann ich schon mal sehen. 3 Aufbaufenster an der Seite. Du hast eine Klappe hinten schon mal geöffnet. Da können wir schon mal reingucken. Eine Truma 6 ist mit drin. Und hier siehst du, also hier habe ich jetzt kein Stockbett im Heck, wie wir das hatten, also bei den Alkoven, sondern eine richtige Heckgarage. Ja, da hast du auch mehr Stauraum. Nach links zumindest. Ablage. Da geht's noch mal rein, gell? Genau. Vielleicht sehen wir das von der anderen Seite noch mal besser. Ich lasse mal hier offen wegen dem Licht. Ja, das ist übrigens die Heckpartie. So sieht sie aus. Die ist übrigens bei allen Sunlights gleich. Egal, ob ich diesen habe oder den Alkoven. Die sehen wirklich gleich aus. Marlene hat schon mal aufgemacht. Und auch hier sieht man also hier die Tiefe der Fächer jeweils. Hier ist das Bordwerkzeug auf der linken Seite drin, Wagenheber und Co. Hier hast du auch Licht. Kann sein, mach mal an. Ja. Mal der Hauptschalter aus. Ja. Und das Ganze ist auch beheizt. Steckdosen für E-Bikes und so. Hier unten ist so ein ganz robuster, wasserfester Boden mit drin. Eine Siebdruckplatte. Und so Ösen. Okay. Mal gespannt, wie es drinnen aussieht. Knapp 60.000 €. Stromanschluss hier links. Diesmal Leichtmetallfelgen dabei. Steht dem Auto auch sehr gut. Hier ist die Toilette. Kassettentoilette von Tedford. Die Aufbautür. Hier sind die Gasflaschen drin. 2x11 Kilo, übrigens ganz leicht zu beladen. Fast eben. Man muss also kaum die Flaschen anheben, denn da ist so ein kleines Blech drunter, was man einfach wegklappen kann mit Magnet. Und dann hat man wirklich eine sehr, sehr einfache Bedienung des Gasfachs. Da oben ist der Gasanschluss. Danke. Höhe stelle ich mal daneben. Das ist die Marlene. Das ist die Fahrzeughöhe. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Das ist die Fahrzeughöhe. Eine Stufe braucht man.
Und wir schließen auf und gehen mal rein. Ja. Tatsächlich der kleine. Ja, doch, müsste passen. Bisschen wackeln. Alles neu. Und diesmal mit großem Hubbett in der Mitte, statt dem Alkoven. Ja, und ich sehe schon eine Erneuerung. Ich bin gespannt, ob ich die runterkriegen werde. Kriegst du runter. Ist nämlich nicht elektrisch, so viel sehe ich schon. Hast du hier unten, es riecht auch ganz neu. Oh ja. Da hast du ein Schuhfach mit drin. Hier kannst du die Klappe rein rausfahren. Der Handlauf ist dabei. Die Toilette ist hier links, weil hier war ja auch der Ausgang für die Toilette. Das Ganze öffnet sich dann auch. Jetzt bin ich mal gespannt wegen der Stehhöhe, wegen des Hubpads. Hier habe ich dann die Nette, die auch immer montiert bleiben kann. Es riecht total nach frischem, also wie so ein Möbelbau so ein bisschen, gell? Ja, ich frage mich, ob das auch beleuchtet ist. Das ist auch beleuchtet, könnte sein. Sorry, dass ich jetzt gerade... Was kann das? Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Doch, guck mal. USB-Anschluss hinten. Ich habe es anbekommen. Schick. Der Schalter war hier, guck mal da um die Ecke. Runter, ja, okay. So, das heißt, das ist beleuchtet, sieht auch schick aus. Ja, integrierte Beleuchtung ist doch immer nett. Dann habe ich hier unten, ja, das fühlt sich schon viel wertiger an. Also so ein kleines bisschen als die Alkoven-Familienmodelle, die wir eben gesehen hatten, die ein bisschen roher waren, Ja. fand ich der Möbelbau jetzt weniger. Aber so alles ist so ein bisschen schicker hier. Das heißt auch hier das Polster in so einem Filzoptik grau. Dann hast du hier so eine Betonoptikplatte, eine Steinplatte mit drauf. Du hast Hintergrund beleuchtete Schränke. Gut, konnten wir eben nicht sehen. Die Batterien nicht aktiviert hat. Hast ein großes Panoramafenster hier drin. Oh ja. Dann Oben auch nochmal Ablage. drehbare Sitze. Marlene? Ach ja. Ach ja. Ich zeige derweil auch schon mal die Küche. Das ist die Integration der Küche von der kleinen Sitzbank aus. Und dann hinten die Betten. Aber man hat wirklich viel Platz. Soll ich dir helfen? Also ich vermute, das ist dieser Hebel, oder nicht? Ja, ist der ganz untere, ganz vorne unten. Das soll er doch sein. Genau, und jetzt mal drehen. Tut sich aber nichts. Mal kurz, genau. Wenn du den mal feste zu dir ziehst, dann geht's. Auch ein bisschen Schmuck ist. Sitz Nummer 734, der gedreht wurde, aber Mitgezählt. wir haben bisher jeden rumbekommen, oder? Ja. Früher oder später. Früher oder später. Genau. So, hier Schaltgetriebe mit drin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Check. Nein! Doch. Du meinst der Spiegel mit Ein drin? integrierter Spiegel für den Beifahrer. Ja gut, ist auch ein Fiat, italienisches Modell. Da kannst du Frauen nicht kommen ohne Spiegel. Tja, ich weiß, der Running Gag bei mir. So, dann hat man hier oben Lampen integriert in das Hubpad. Du hast die Schränke, die fahren automatisch mit rauf und runter. Du hast hier vorne so eine Kleinigkeit, du hast hier nochmal USB-Steckdosen an der Seite eingebaut. In der Küche hast du so eine schöne Betonoptik-Rückwand. Die Platte ist so in Betonoptik. Der Möbelbau ist helles Holz mit dunklem Boden. Schöner Kontrast. Ja. Komm, wir gehen nochmal ganz kurz nach vorne, dass wir nochmal da mal... Der hat sich gedreht. Den Fahrersitz lassen wir mal so. Du kannst ihn mal ein kleines bisschen nach vorne machen, die Lehne vom Fahrersitz. Dann können wir das Hubpad besser gleich runterlassen. Ah. Einfach nur Ich schaue gerade, wo hier die Lehnenverstellung ist. das Rad wahrscheinlich, oder? Andere Seite. Kann man das... Kannst du anheben. Du kannst ja auch einfach draufsetzen. Dann, Bitte schön. da vorne steht nämlich unsere Drehtasche. Ja, deswegen. Liebe Wohnmobilfreunde, also wenn ihr mal ein Wohnmobil mietet, ihr werdet euch wahrscheinlich genauso damit erstmal beschäftigen müssen, aber ihr habt ja nicht 500 verschiedene. Aber das ist ja das Schöne hier, ne? Was ist schön? Das finde ich hier das Schöne hier im Freistaat, dass man das tatsächlich mieten kann, testen kann. Kannst du es mieten alle?
Genau, du kannst so gut, also ich weiß nicht, ob alle, aber ich meine, so gut wie alle Fahrzeuge mieten, testen, ob du erstmal damit klarkommst im Urlaub, Ob es reicht von der ob es reicht von der Größe etc. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du es kaufen möchtest. Bestellen möchtest. Bestellen. Die haben übrigens auch Lagerfahrzeuge. Also ich habe die auch mal gefragt. Auch es gab übrigens kein Geld vom Freistaat. Wir haben sogar unser Essen selber bezahlt. Also rein redaktionell unterwegs. Trotzdem, wenn dachten so, wir besuchen einfach mal so die Lene. Ist ein Drehrad? Muss ich das wirklich drehen? Ja, ein kleines bisschen drehen. Die wird ja auch nicht dauernd verändert. So, jetzt genau, den Sitz mal umdrehen. So, du hast ihn schon entriegelt? Ja. Das hatte ich schon. Ja. Wirklich? Du musst ihn. So, das lang. Wir sind jetzt schon 10 Meter vorbei. Okay. Weil wir müssen das Hubbett noch runter. Nee, da brauchst du nichts machen. Es geht nur darum, dass im Prinzip die hintere Lehne, die hätte eventuell, aber jetzt bist du so einen gefühlten halben Meter weg vom Hubbett. Kannst also gerne noch mal zurückdrehen, wenn du möchtest. Vielleicht nicht jetzt. Du meinst jetzt wieder zurück? Nee, es geht. Komm, wir machen mal Folgendes. Wir lassen mal das Hubbett runter jetzt. Ja, okay. Ich bin total begeistert, dass da die Schränke dran hängen. Dass sie dranhängen. Ja. Guck mal, da ist so ein kleiner Hebel. Ja, das meinte ich. Das ist ein bisschen was anderes hier, ne? Und dann geht's Ja, und dann runterziehen. sicher. Ja. Also das letzte Mal ging das noch. Ja, jetzt ist aber noch nicht ganz entriegelt. Nee, also etwas hochdrücken. Genau, so ist super. Ist schwer? Oh, es geht. Ich will nur mal unten sehen, ob ich nicht irgendwas einklemme. Aber du kommst hinten am Fahrer, also du brauchst nichts an den Sitzen verändern, ne? Guck mal. Ja. Und es hält jetzt schon? Nee, noch nicht. Jetzt. Jetzt ist es fest. Dann schau mal. Und es endet auch genau leicht über den Kopfstützen, die nicht abgenommen werden müssen. Man kann sogar noch, wenn man sich ein bisschen klein macht, kann man sogar noch hier sitzen. Also ich kann hier noch ganz normal sitzen. Ja, aber du musst nichts an den Sitzen hier vorne ändern, das wollte ich sagen. Ja, es hätte nur sein können, weil der eine war ein bisschen weit zurück. Genau, wenn du den mal gerade zurückdrehst. Nee, also ich glaube gar nicht, oder? Gar nicht, nee, der ist jetzt auch einen Meter weg. Also hier, guck mal, da ist nämlich... Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Nee, deswegen ist hier auch nichts, was großartig integriert worden, um... Das heißt, man kann also hier sogar noch sitzen. Oben könnte einer schlafen. Genau, hier hast du auch noch diesen Den Ausfallschutz. Den Ausfallschutz auf der Seite. Ich schätze mal auf der anderen auch nochmal. Und man könnte dann noch, naja gut, es ist dann schon ein bisschen eng, aber so Kinder, die könnten hier noch spielen. Das wird noch gehen. Und die Erwachsenen können ja hier sitzen. Okay. Gut, vielleicht ist das auch nicht so gedacht, aber es würde gehen. Wichtig ist, man hat einen Notausstieg. Das heißt, man kommt also problemlos jederzeit auch hier nochmal unten drunter durch. Ja, du hast ja auch noch die Fahrer und ne? Mhm. Die Türen hast du ja auch noch mit zum Notausstieg. So, und da ist dann das Hubbett riesengroß. Die Bettauflagen kann ich drauf lassen. Oben habe ich nochmal ein Fenster zur Belüftung. Das kommt automatisch mit. Größe. Hier ist übrigens Kunststoff drauf. Was meinst du? Hier oben drauf auf dem Bett ist Kunststoff. Du kannst da mal gerne drauf gehen, wenn du möchtest. Komm. Die Leute mal sehen, wie groß es ist. Und wieder mal Schuhe. Ich habe dir gesagt, zieh dir Schuhe an, die... Ja, da hätte ich dann ja meine Ballerina anziehen sollen. Die Ballerinas. Du kannst auch, wenn du reingehst, einfach die Schuhe dann direkt ausziehen. Bei dem Wetter. So, jetzt bin ich mal gespannt, von welcher Seite. Also von Nee, du brauchst nur auf den Sitz und dann bist du schon oben. ja, das meinte ich. Ja, der Sitz, der rutscht ein bisschen, ne? Der rollt. So, ansonsten geht aber. Ja, ich teste es gerade. Höhe, Kopfhöhe, okay? Ist schon ein bisschen, also für einen Erwachsenen ist okay. Ist okay. Das geht so gerade noch so, finde ich. Aber so ein bisschen Platzangst hat, vielleicht nicht unbedingt, aber Ich zeige dich mal komplett, wie du hier liegst. 1,72 Meter. Aber Platz pur. Man würde jetzt auch in die andere Richtung schlafen. Du würdest, der Kopf wäre da, weil da die breite Seite ist. Das heißt, die Beine brauchen ja weniger Platz. Der Kopf ist ja immer ein bisschen dicker danke. als die Beine. So, aber du hast trotzdem viel Platz, oder? Ja, Nochmal auf der anderen Seite. Da oben ist nochmal der Vorhang, genau. der da ist. Vereinzeln. Und es geht hier wirklich Und der hochgebunden wird. im Rutsch.
finde ich gar nicht so schlecht, ne? Das ist aus den Füßen. Das hängt nicht irgendwo an der Seite rum. Dann hier auch ein Rausfahrschutz. Ja, ist auch ein Rausfahrschutz. Der kann da oben fixiert werden. Also da hinten an der Tür. Auch noch einer. Auf der Seite als auch auf der Seite, genau. So, das wäre aber nicht alles, denn wir haben ja nicht nur dieses riesen Hubbett in der Mitte, sondern wir haben tatsächlich hier nochmal 2 große Längsbetten. Also hier können wirklich 2 Erwachsene, 2 Kinder locker schlafen. Locker. Wenn nicht sogar mehr, aber... 3, ja, wieder Zuladung, 3,5 Tonnen, wieder ja, das Problem. Eben, genau, also 2 Kinder, 2 Erwachsene, maximal 3 Kinder. Das ist okay. Geht. Hier kann ich auch nochmal erweitern, das können wir uns gleich mal angucken. Ja, fahren wir das Hubbett nochmal hoch, mal sehen, wie schnell das geht. Ja, bitte, während ich nicht drauf bin. Doch, ich will mal sehen, ob du dir den Kopf knallst. Ich gönn's ja nicht, so ist es nicht, aber ich sag mal, es ist ja nur ein Praxistest. Also geht aber. Du meinst, während ich drauf bin? Nee, die meisten Sachen machst du ja nur einmal. Und wenn du danach hat man ja so eine Lernkurve, die man erreicht hat. Sie lacht. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir schon den Kopf gestoßen habe an irgendwas. Ja, das ist klar, wenn man nicht weiß. Machst die Schuhe wieder zu, du musst hinten wieder aufs Bett. Ach nein, wirklich? Ja doch. Warum? Wow, das Testen. Ja komm, machst du zu. Ja, ich mach sie nur einmal kurz, weil ich will nicht drüber schultern. Ist ja schon. Apropos, Ja, was ist da drin? wenn ich jetzt gerade hier vorne stehe. Staufach, Genau, für deine Schuhe, Scheine. die Scheine. So, was ist hier drunter? Kann man das öffnen? Ja. Das ist der Wassertank. Ja, ein bisschen Stauraum noch, also wenn du das Mach mal jetzt hoch. hier noch gleich Genau. fernmachst. Komm zu Mama. Klettverschluss. Genau, der hält aber wirklich gut, ne? Also, Ah ja, hast du hier Stauraum. Okay, da sind die Gasflaschen ja dahinter. Und hier hast du noch ein bisschen Stauraum, den du dann befüllen kannst. Das Ganze ginge auch einfacher, wenn das Hubbett oben wäre. Aber das wollten wir mal zeigen. So, du bist drunter durchgekrabbelt. Mach mal hoch. Geht? ja, ich brauche nichts machen. Also, Geht fast von allein. Ah, okay, das heißt, du hängst dich im Prinzip dran, um es runter zu machen. So, wenn du mal drunter durchgehst, dass man mal die Höhe sieht, bei 1,72, also passt du genau drunter. ja. 1,80 Leute müssten sich dann ein bisschen bücken. Aber das ist ja kein Problem. Dafür habe ich dann ein aufgeräumtes Bett. Genau, also ich meine, in dem Bereich sitzt du ja meistens und wenn du aufstehst, hast du hier erstmal die Kante, an die musst du denken. Die Kante. An die Kante musst du wirklich denken. Hast du eben erwischt? Ich nicht, aber ich denke mal, wenn jemand größer ist als ich. Dann wäre es fast passiert. Ja. So, hier Küche. Die hat so eine Einbuchtung, dass man sich gut reinstellen kann, also auch kleinere Personen. Du bist ja jetzt groß, aber es soll ja auch Frauen geben wie meine Mama, so 1,62, die dann an die oberen Schränke rankommen müssen. Und da zählt ja jeder Zentimeter und deswegen diese Einbuchtung, dass man auch gut runterkommt. Indirekte Beleuchtung, Schränke. Unser Besteckkasten. Stauraum. Selbstanziehend. Ja. Dann. Ganz großer Schrank. Wow, der ist echt tief. Sehr tief. Da oben der Für Töpfe und Co. Genau. Hier ist der Mülleimer. Spülbecken. Hier ist noch Ah, warte mal. Steckdosen. Steckdose. Dann die Hähne wieder. Da oben hat man übrigens auch noch eine Steckdose und Schalter. Da ist nochmal 230 Volt für Kaffeemaschine oder Küchengeräte. Na komm schon. So. Da, ja. Dann hier eine Spüle. Ah, warte mal, der Schrank. Genau. Wenn du dabei drüber bist. Noch. Ja, gehört jetzt hier zur Küche, ne? Großes Fenster oben Also drüber. hier haben sie einfach nur so Häkchen reingemacht. Da sind die Haken. Genau, in einem anderen Fahrzeug. Das weiß ich nicht. Jetzt sind sie fest. Ja. Irgendwie. Jetzt ist es richtig rum. Schnell mal repariert. Schnell mal repariert. Genau, dann die Herdplatte mit 3 Kochfeldern. Das Spülbecken. Mal Hand weg. Auch mit kleinem Sieb nochmal. Oh. Ja, das ist doch so praktisch. Wenn da die Essensreste drin landen, dann verstopft es nicht den Abfluss. Kühlschrank. Genau, das
war der Teil. Kühlschrank ist hinter mir. So. Ja. Ich dachte gerade, das ist aber ein großer Kühlschrank da hinten. Ach so. Der Koffer hinter dir. Der Koffer hinter dir, genau. Ja, auch wieder mit Schubladen. Kann man ja trennen, ob man da jetzt noch... Die auch schön sanft sliden. ja, nicht fast haken, wie in meinem Verhaken in einem alten Wohnmobil. Genau. So, Gefrierfach. Genau. So, oben drüber könnte man eine kleine Mikrowelle reinmachen. Platz ist auf jeden Fall satt. Meinst du? Gibt's Ja, gibt's. so niedrig? Gibt so kleine. Okay, cool. Wusste ich nicht. Für Mäuse. Dann hast du hier nochmal ein Staufach. Schuhe. Würden mir direkt Schuhe einfallen, weil es am Boden ist. Ja, ja gut, ich befinde mich jetzt in einem Küchenbereich, da hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwie Zutaten oder Flaschenöl und so weiter, weil es auch relativ hoch ist. Hier uns am Eingang nochmal, falls ich eben nicht gezeigt habe, der Spiegel, das Bedienteil für die Elektrik und die Wasserstände. Hier hast du dann nochmal einen Handlauf und dann kommen wir mal ins Bad. Denn das ist direkt hier, wenn man reinkommt, links und das hat ein Schwenkbad. Ja. Denn das ist jetzt der Bereich, wenn man sich jetzt die Zähne putzt zum Beispiel oder auf Toilette geht, dann hat man diesen Bereich. Ah, da ist der Toilettenhalter. Da ist der Toiletten, da ist das Klopapier. Ja, das Toilettenpapier. Ich dachte das schon vorhin. Ja, man entdeckt ja jedes Mal neue Sachen. Und jetzt kommt, da ist noch ein Schrank. Ja, klar, um Duschgel etc. alles reinzumachen, die ganzen Hygieneartikel. Zwei Aufhänger. Da unten hast du einen Lichtschalter, guck mal neben dem Becken. Ja, An, aus. genau. Ja. Oben Handtuchhalter, du hast eine, der muss aber dann wahrscheinlich beim Schwenken rein. Ja, definitiv, denke ich auch, ja. So, jetzt müsstest du So, ich halte es mal fest, denn er steht ein bisschen schräg. Hier oben hast du dann die Dusche. Das Bad wird ausgeschwenkt. Genau, indem ich mich hier drücke. Warte mal, ich zeig nochmal. Da drauf drückst du. Okay, ich sehe es, ja. Und dann ziehst du es raus. Genau, und dann schwenke ich rüber. Und dann hast du eine riesen Dusche. Durch hier die Dusche, die Nasszelle und öffne noch diesen Part hier im geschlossenen Zustand, wenn dann die Tür geschlossen ist. Cool ist, das Klo ist ausgespart, das spart wieder Platz. Da hast du dann die Rückwand, die kannst du dann zumachen. Genau, wenn die Tür geschlossen ist, dann schließt sich das zu der Nasszelle an und alles in dem inneren Bereich dahinter bleibt dann trocken, wenn ich dusche. So, sie duscht mal. Ja, komm mal raus. Das ist quasi das Bad. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man das sieht, wo das ist. Also neben dem Eingang ist diese Zelle gewesen. Das ist großzügig, ne? Das ist großzügig. Ja gut, das Schwenkbad, das hilft auch Platz zu sparen. Ja, auf jeden Fall. Das sieht auch super aus, macht was her. So, dann dieses große Bett mit 2 Schränken. Hier ist jetzt im Moment die Leiter. Die müsste jetzt gar nicht drin sein, denn wir haben ja Stufen. Mach die mal weg, die Leiter. Die brauchen wir gleich. Und jetzt kann man hier vorne, das ist so ein Teleskopteil, das mal ganz kurz zeigst. Einmal links, einmal rechts da. Das kann man reinziehen, also reinschieben oder rausziehen. Zieh es mal raus. Kannst du also gucken jetzt, wie das Ganze rausgezogen wird. Und dann hast du so ein Füllpolster und spätestens dann brauchst du... Oh, es ist riesig. Ja klar. Mach mal rein, das Polster. Das sieht mal hoch, damit ich drankomme. Dann hast du dein großes Bett. Unvorstellbar. Warte mal kurz, wenn du mal rauskommst. Ja. Komm mal raus. Ich filme das mal rein. Krass. Ein komplettes Bett ohne jegliche Unterbrechung. Ja gut, vielleicht hier in der Mitte in dem Beinteil, aber das ist nicht so wild. Zumal das Kopfteil ist zwar unterbrochen, aber da liegt ja auch mal der Kopf drauf. Könnten also hier... Tauschen, oder? Könnte man ja auch tauschen. Dann hättest du ja diese Unterbrechung nicht in deinem Kopfbereich. So, wenn ich das aber nicht möchte einen bequemen Einstieg haben, weil hier brauche ich auf jeden Fall die Leiter. Dann einfach das Teil raus. Marlene, wenn du es mal gerade quer hältst, dass man sieht, was du machst. Genau so. Danke. Und dann schiebt man es einfach rein. Und jetzt kannst du ganz bequem, geh mal hoch. Hat man hier unten die Treppe, kann den Po draufsetzen
und sich einfach drehen und hinlegen. Genau. Und du kannst es auch, wenn du schon im Bett liegst, kannst du dann ja auch nochmal ausziehen und das nutzen vielleicht als Ablage oder so. Bett, wenn du die Leiter jetzt nicht mitnehmen möchtest, aus Platz zu sparen oder... So hinten die Schränke, sehr, sehr klares Design hinten, Ja. weiß durchgehend. Wahnsinn. Also Leselampen, mach mal an hinten. legst du auch nochmal was unter. Süß. Was geht hier noch an? Haben wir schon? Ah, Wow, toll. das sieht toll aus, oder? Ja, die nochmal aus. So, indirekte Beleuchtung, das macht was her. Sehr wohnlich. Ja, wohnlich. Schönes Ambiente, ja. Wohnambiente. Und hier hast du auch nochmal Ablagen. Wenn man das schön fixiert, kannst Warte, du ich zeig mal gerade, wie du da positionieren. komplett aussiehst. Also das ist ja toll. Das heißt, du hast ein Hubbett. Da können dann zwei drauf schlafen oder einer könnte alleine im Hubbett schlafen, einer alleine hinten. Der andere, ich sag mal, dem geht es vielleicht nicht so gut oder geht früher schlafen, hat einen leichten Schlaf, Ja. dann ist der dann im Hubbett drin. Da unten habe ich einen großen Schrank. Großer Schrank, der ist riesig. Der hat auch oben eine Kleiderschranke drin. Die kann ich auch hochklappen. Klapp mal hoch, ob das geht. Geht das? Das könnte gehen, weil, Bin mir nicht sicher, siehst du aber da unten ist so die Kante. es ist Doch, durchgehend. könnte gehen. Probier mal. Achso, du meinst Ja, komplett? komplett. Warte. Da. Nee, eins höher. Da. Geht was? Da tut sich nichts. Tut sich nichts. Drunter. Und das Teil selber geht auch nicht? Nee, das ist fixiert überall. Fixiert. Das kriegen wir noch raus. Also mach nochmal auf. Guck ich mal gerade durch. Ich sehe auch nichts. Nee, es ist auch fest. Das ist fixiert in dem Fall, ja. Dem fixiert. Das heißt, also dort könnte ich dann die Kleider reinmachen. Vielleicht kann man das ja auch nachbestellen, dass man sagt, dass das untere Drittel tatsächlich... Aber hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht geht es ja doch, wir wissen es nur nicht. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr sowas habt. So, da ist dann nochmal ein Riesenschrank. Und unten ist die Heizung Wahnsinn. mit der Boiler-Entleerung, der automatischen. Da ist uns auch das Bedienelement von der Kombi. Respekt und Vorhang, lang. der uns auch gut rollt. Ja, Nichts gegen die Kollegen von Hümer, aber der rollt. der rollt. Nicht nur hier vorne, überall, der rollt. Hier großes nochmal Licht am Eingang. Guck mal, da unten ist noch ein Schalter. Mach den mal gerade an. Den Schalter. Den großen. Ja, das kann nämlich das große Licht sein. Ja, siehst du, dann hast du nämlich beim Reinkommen Das ist die Außenleuchte, die eigentlich hier guckt. ein Putzlicht. Das ist, Und das ist die Außenleuchte. genau. Ah ja, man sieht es hier in der Reflexion. Genau. Komm, wir gehen mal raus, Abmoderation. Zuvor zeige ich euch aber nochmal das ganze Auto im Slow Motion. Also hier habe ich dann den Schlafbereich mit Liegewiesefunktion. Habe hier zwei Treppen, mit denen ich ganz bequem aufsteigen kann. Das werde ich jetzt mal tun. Dann habe ich hier Sekunde, meinen Liegebereich, der sich so anfühlt. Jetzt hier liege, kann ich nach vorne durchgucken, habe ein ganz großes Raumgefühl bis vorne durch. Bin also gar nicht beengt. Hier habe ich dann noch ein Fensterchen. Da kann ich dann die Sterne sehen. Oder in dem Fall der blaue Himmel in Bayern. Und dann habe ich hier die Küche. Habe hier den Kühlschrank für mein kühles Blondes oder was auch immer. Habe hier meine Küche, einen Schrank, das Hubbett, die Sitzgruppe, wo locker mal 6 Leute dran Platz nehmen können. Und das Fahrerhaus. Wow, hat jetzt doch länger gedauert, eine halbe Stunde, aber es gab viel zu sehen. Denn ich denke, viel schneller hätte man es kaum machen können. Tja, Viele Überraschungen. das hat sehr viel Überraschungen. Es hat auch sehr viel Platz. Das stimmt. Der T67 von Sunlight. Freedom is my life. Und
zum Preis von 59.067 Euro. Wir filmen heute bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos, der Freistaat, die so nett waren, uns wirklich hier die Schlüssel gegeben haben von allen Autos, weil ganz viele Hersteller nicht auf den Caravansalon waren, haben wir gesagt, wir müssen den mal so ein bisschen nachdrehen. Aber wenn man das hier sieht, wie groß das Ganze ist, also es steht im Prinzip der ganz großen Ausstellung in Düsseldorf nichts nach oder fast nichts. T67, hat dir gefallen? Ja, der ist erstaunlich schön gewesen. Für das Geld, also 59.067 Euro. Für ein großes Auto für viele Personen auf Basis Fiat. Jetzt gucke ich mal gerade, hier vorne steht Power. Das ist, glaube ich, die Bezeichnung für die große Maschine. Jetzt gucke ich mal gerade, was der hat. Der hat 160 PS, ja, so ist es. Und Booster, Ladebooster eingebaut. Danke fürs Zuschauen, danke Marlene. Sehr gerne.